Sie hängen sehr an Ihrer Tante, nicht wahr? Deshalb möchte ich auch, dass das hier an die Öffentlichkeit kommt. Das kann ich Ihnen versprechen. Dein Vater ist Gast auf dem Schloss und entscheidet keineswegs, wer hier einziehen darf und wer nicht. Aber Und ich entscheide, dass du unter keinen Umständen einziehen wirst. So lange stoßen wir erstmal auf den frauen- und stressfreien Haushalt ab. Prost! Ich meine, Nico, sie plaudert gerade intime Details über ihre Familie aus und ist richtig in Fahrt. Und wie erklären Sie sich das Verhalten Ihres Bruders? Machtgeilheit? Ansgar liebt es, über Leichen zu gehen. Ja, glauben Sie, dass Ihr Bruder Ihre ehemalige Familie absichtlich geschädigt hat? Nein, aber er nimmt auf nichts und niemanden Rücksicht. Und ist zu feige, den kleinsten Fehler. Was geht hier vor? Ihre Tochter Nicola gibt uns ein Interview. Das ist hiermit beendet. Wir waren sowieso fertig, ja. Darf ich Sie bitten, das Schloss zu verlassen und mir das Band mit dem Interview auszuhändigen? Herr Graf, Ihre Tochter Nicola ist kein Kind mehr. Sie hat das Interview autorisiert. Ich bin es nicht gewohnt, mich zu wiederholen. Cut. Und jetzt hätte ich ein paar Fragen an dich. Aber warum wollen Sie mich nicht hier wohnen lassen? Das Schloss ist doch groß genug. Darum geht es doch gar nicht. Ja, warum denn dann? Bernd kann mich nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Was, du glaubst einfach nicht, was Nico da unten abzieht. Was habt ihr denn? Daddy, Carla will nicht, dass ich bei dir bleibe. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Du, lass uns das draußen klären. Hm? Die frische Luft macht den Kopf frei. Mach dir keine Sorgen. Wir sind gleich wieder da. Ist das überhaupt okay, wenn ihr hier durch die Eisdiele geht? Ja, zumindest ist es praktischer. Aber ich kann ja sicherheitshalber noch mal unseren Seffe de Gelati fragen. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Entschuldigung, normalerweise haben wir ein bisschen länger geöffnet, aber wegen des Umzugs und so. Tschüss. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe noch eine wichtige Besprechung wegen meines neuen Jobs. Hab schon verstanden. Drückeberger kriegen 4 Wochen Spüldienst, Kloputzen, meine Füße massiv. Kaum eingezogen, schon durchschaut. Das kann ja was geben. Nee, du hast Glück. Jan hat heute ihren Fitnesstag. Sonst hätten wir dich nämlich gleich zwangsverpflichtet. Okay, tschüss. Wie, machst du jetzt schlapp? Willst du keine Pause machen? Was du denn? Du musst deine Kräfte einteilen. Vertrau einem Alten. Bauarbeiter, ja. Pause. Hier, kleine Spende des Hauses. Sag mal, wo bleibt jetzt Vanessa eigentlich? Ich glaube, die ist bei ihrem Prinzenpapa auf Schloss Zeckenbiss. Da macht Nico aber Purzelbäume. Jeden Morgen kleine verwöhnte Zicke auf nüchternen Magen. Also gegen diese Heuchler auf dem Schloss ist sie wirklich noch ein Engel. Uns bedient zwar niemand oder räumt hinter uns her. Aber dafür sind wir von nun an unsere eigenen Chefs. Haben Sie nicht etwas vergessen? Ich habe Ihre Tochter zu nichts gezwungen. Über die Persönlichkeitsrechte von Minderjährigen brauche ich Sie hoffentlich nicht aufzuklären. Frau Münch, wenn von diesem Interview auch nur das Geringste an die Öffentlichkeit dringt, haben Sie ein ernsthaftes Problem. Wiedersehen. Benedikt, die Herrschaften möchten gehen. Bitte. Nico, würdest du mir bitte verraten, was du dir dabei gedacht hast? Ich werde ja wohl noch das Recht haben, meine Meinung zu äußern. Aber kein Recht, eine Familie öffentlich in den Schmutz zu ziehen. Ach ja, das ist natürlich viel schlimmer, als Elisabeths Firma zu zerschlagen. Darüber diskutiere ich nicht mehr. Die Entscheidung ist gefallen. Elisabeth gehört aber zu meiner Familie. Wenn ihr den Deal nicht freiwillig rückgängig macht, dann muss ich eben zu härteren Mitteln greifen. Ich fürchte, das muss ich auch. Dein Benehmen ist absolut indiskutabel. Du hast ab sofort Hausarrest!
Du glaubst wohl, du kannst alles machen. Du bist sowas von arrogant und selbstgerecht. Hältst es bloß mit dem aus. Also das ist doch... Nicola! Komm sofort zurück! Sollen wir jetzt auch noch deiner Tochter rund um die Uhr das glücklich verliebte Paar vorspielen? Das wäre nur für ein paar Tage. Trotzdem. Mir wird das alles zu viel. Und außerdem, mein Vater wäre sicherlich auch nicht begeistert. Ich glaube, der würde sich eher wundern, wenn wir Vanessa wieder wegschicken. Aber sie ist doch kein kleines Kind mehr. Meine Tochter befindet sich in einer Notlage. Also ausgerechnet ich sie auf die Straße setzen? Ich hätte mir von dir schon ein bisschen mehr Entgegenkommen erhofft. Schließlich bin ich in erster Linie zu dir gezogen, um deine Frauengeschichten zu decken. Glaubst du, mir macht das immer Spaß, deinen Verlobten zu mimen? Überfordert dich der Job etwa? Nein, ganz im Gegenteil. Aber da du es gerade ansprichst, ich könnte ja gut noch einen zweiten Job gebrauchen. Aber da geht's ja auch nicht richtig vorwärts. Also gut. Vanessa kann bleiben. Aber nur, bis sie wieder eine neue Wohnung gefunden hat. Ich bin mir sicher, Vanessa und du, das wird schon. 1, 2 und 3. Achtung! Das schaffen wir doch allein. Seid ihr sicher? Ja. Jo. Das ist ja das letzte schwere Teil. Es geht doch nichts über gute, bärenstarke Kumpels. Hey. Und ich dachte schon, du steckst mich beim Schleppen in die Tasche. Tu ich doch auch. Fast. Weiter! Wie jetzt schon? Denk an meine Bauarbeiterweisheit. Komm schon! Kann auch später noch relaxen. Mann, du schaffst mich echt. Ach komm, egal. Auch wenn's gießt. Für die neue Wohnung lohnt sich die Schlepperei. Ja, und die ist viel besser als die alte. Und trockener. Und cheffreie Zone. Sei froh, dass du Arno hast. Also ich kenne keinen anderen Chef, der deine WG wochenlang aushalten würde. Hast ja recht, dein Onkel ist schon cool. Aber ich würde trotzdem gerne mal wieder mein eigener Herr sein. Weiß ich nicht, die Anlage richtig aufdrehen. Oder nackig durch die Wohnung hüpfen. Fandest du es nicht wenigstens ein bisschen nett bei uns? Nee. Na klar. Also ich fand es total schön, dich immer bei mir zu haben. Und besonders nachts. Tja, dann könnten wir doch noch eine Nacht hinten dranhängen. Nee. Natürlich. Ich musste mir etwas bringen lassen. Ich hatte Durst. Maus, das ging vorhin alles ein bisschen drunter und drüber. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Ich darf also bleiben? Natürlich, du kennst doch deinen Dad. Danke. Ich halte meine Versprechen. Ja, tut mir leid, ich war vorhin etwas unhöflich. Herzlich willkommen. Danke. Ich kann Nikos Verhalten unmöglich tolerieren, Cecile. Guten Abend. Frau Franstein, darf ich Ihnen meine Tochter Vanessa vorstellen? Schön, Sie kennenzulernen, Frau von Bernbach. Tja, Vanessa wird für ein paar Tage bei uns wohnen. Ja, willkommen auf Königsbrunn. Danke. So sieht man sich wieder, ne, Cecile? Benedikt und unsere anderen guten Geister werden dafür sorgen, dass es Ihnen hier an nichts fehlt. Und am besten, er zeigt dir gleich dein Zimmer. Du bist bestimmt müde. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie scheinen sehr stolz auf Ihre Tochter zu sein. Natürlich wäre es das nicht. Ich lasse Ihnen dann demnächst meine Vorstellung über die Speisekarte zukommen. Sehr wohl, gnädige Frau. Und dann brauche ich noch Kosmetika. Was ich hier im Bad gesehen habe, ist ja doch eher bürgerlich. Schicken Sie mir bitte eine Schreibkraft aufs Zimmer. Für die Liste. Tut mir leid, aber der Herr Graf beschäftigt keine Schreibkraft. Beschäftigt er nicht? Nein, der Herr Graf kann nämlich selbst schreiben. Dann schicken Sie mir halt irgendeine Serviererin aufs Zimmer. Der Herr Graf, Oder können die nicht schreiben? natürlich. Wie spät der Abend? Hallo, Nico. Kannst du deinen Vater nicht in der Stadt treffen? Ich bin nicht zu Besuch. Sondern? Ich ziehe gerade bei euch ein. Und das hat mir gerade noch gefehlt. Wollen wir uns nicht lieber vertragen, wo wir jetzt unter einem Dach wohnen? Ich würde dir die Begrüßung sogar verzeihen, wenn du mir die Stallung zeigst.
Ich bin mir sicher, die findest du auch alleine. Benedikt, ich muss Sie enttäuschen, aber Ihre Arbeit wird in Zukunft nicht leichter werden. Mach dir um das Personal keine Sorgen. Im Gegensatz zu dir kann ich mich benehmen. Das muss ich bisher wohl immer übersehen haben. Du gehst noch aus? Sieht aber gar nicht nach einem Clubbesuch aus. Kümmere dich um deinen Mist, ja? Also einen Vorteil hat das Wohnen bei euch ja. Die Lasagne deiner Tante ist so fantastisch. Neben der Küche gibt es hier aber auch noch ganz andere Vorzüge. Und rate mal welche. Keine Ahnung. Mein armer Held. Dann schlaf du mal schön und erhol dich von deinen Strapazen. Eine Frage habe ich da schon. Und zwar... Wo du deine ganzen Muskeln verstehst. Wo ist der Waschbrettbauch? Da, wo du deine auch hast. Du scheinst ja doch noch ganz schön Kraft zu haben. Ein Fernsehinterview? Ja, ich habe denen das mit der Firma erzählt. Oh Gott, Nico. Ich bin mir sicher, du hast es nur gut gemeint, aber... Was hätte ich denn bitte machen sollen? Irgendwer muss die doch stoppen. Die sind deine Familie. Die können mich mal. Die haben es nämlich nicht besser verdient. Bist du nicht ein bisschen voreilig? Erinnere dich, wie lange wir gebraucht haben, bis wir uns aneinander gewöhnt hatten. Du musst dich doch nicht für deinen Bruder verantwortlich fühlen. Dass er rein Cosmetics verkaufen will, das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Und was sagst du dazu? Ich war dagegen, dass Arne aus dem Renovierungsvertrag aussteigt. Ich halte nichts von Retourkutschen. Dass du das einfach so wegsteckst. Ich werde es überleben. Aber dadurch ändert sich doch überhaupt nichts zwischen uns. Weißt du doch. Ja, danke. Kann ich heute Nacht vielleicht hier schlafen? Ich hatte Riesenkrach mit Johannes. Natürlich. Irgendwie fühle ich mich hier doch viel mehr zu Hause als auf dem Schloss. Schläft Jana schon? Oh, du wirst im Arbeitszimmer übernachten müssen. Andi ist oben. Die Telefonkonferenz mit Singapur fängt gleich an. Viel Erfolg. Danke. Tja, für mich wird's auch höchste Zeit. Danke. Sag mal, musst du heute Morgen nicht in die Uni? Ach, meine Vorlesung beginnt erst später. Na dann. Schönen Tag. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Dir scheint's ja jetzt zu schmecken, hm? Ach, ich habe lange nicht mehr so gut gefrühstückt. Das Buffet in der WG war etwas figurfreundlicher. Und du? Hast keinen Appetit? Ich bin offenbar nicht der Einzige. Was erwartest du von Nico? Sie wird in ihrem Zimmer bleiben und schmollen, bis du den Hausarrest aufhebst. Also, Nico ist gestern Abend noch weggegangen mit einer Tasche. Benedikt, haben Sie Nico heute schon gesehen? Das Bett in Ihrem Zimmer war heute Morgen unbenutzt. Reichen Sie mir bitte das Telefon. Danke, Benedikt. Also, ich habe eh genug gegessen. Tschüss. Hast du Muskelkater? Ziemlich. Tröste dich. Im Fitnessstudio wärst du jetzt reichlich Kohle losgeworden. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir das mit dem Kaffee wieder hinkriegen oder so. Nico! Hi! Was machst du denn hier? Brandner? Ich hab's auf dem Schloss einfach nicht mehr ausgehalten. Guten Morgen, Herr von Lahnstein. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne mit Nico sprechen. Einen Moment, bitte. Das kann er vergessen. Es tut mir leid. Sie möchte nicht. Würden Sie ihr bitte ausrichten, dass ich Sie umgehend auf Königsbrunn erwarte? Sie möchte wieder zurückkommen. Ja, das werde ich ihr ausrichten. Vielen Dank. Ich gehe auf gar keinen Fall zurück. So geht es definitiv nicht weiter. Hannah und David waren verheiratet. Das ist doch schon lange her.
David hat mir versichert, dass er Hannah nur getröstet hat. Und ich habe keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Dann verrat du mir bitte, mit wem Ich Hannah da am weiß Telefon es doch geflirtet hat. nicht. Sie hat einen Lover 100 Pro. Oh, hallo Carla. Hallo. Sagen Sie, hatte Anna Ihnen gegenüber vielleicht erwähnt, mit wem sie jetzt zusammen ist? Nein? Schade. Ich habe da so eine Vermutung. Ihr Chauffeur David McNeil. Davon hat Hannah wirklich nie was erzählt. Frau von Lahnstein, möchten Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Ich bin ja eigentlich mit einem Geschäftspartner verabredet, aber so wie es aussieht, ist er schon weg. Ich bin zu spät. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sie schafft es eben einfach nicht, sich an ihre Rolle in unserer Familie zu gewöhnen. Der Verkauf von Ryan Cosmetics bringt Nico in einen Loyalitätskonflikt. Begreif das doch bitte endlich, Ansgar. Ja, aber das darf doch nicht dazu führen, dass unsere Privatsphäre an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Nicola gefährdet damit nicht nur unsere Geschäfte, sie gefährdet auch unser Ansehen. Sie macht eine schwierige Phase durch. Ihr Leben hat sich von Grund auf geändert. Wenn du mich fragst, braucht sie jetzt vor allem ein ruhiges und stabiles Umfeld. Eine ordentliche Erziehung könnte auch ihre Schulprobleme lösen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Na, uns hat's jedenfalls nicht geschadet. Es würde Nico auch davor bewahren, bald wieder vor die Kameras neugieriger Journalisten zu geraten. Und beim nächsten Mal bist du vielleicht nicht rechtzeitig da, um das Schlimmste zu verhindern. Vater, je länger du wartest, desto schwieriger wird's für alle Beteiligten. Oh, wo ist mein Bett geblieben? Im Keller. Ja, dann frage ich Anne mal, ob das wieder hoch. Du solltest nicht so schnell aufgeben. Du hast dich doch gerade erst entschieden, bei deinem Vater zu leben. Tja, später ist man immer klüger. Außerdem, jetzt wo Anne wieder ausgezogen ist, freut sich Anne bestimmt doppelt, wenn ich wieder zurückkomme. Besuch für dich, Nico. Hi. Hallo, Frau Brandner. Hallo, Cecile. Ja. Ja, dann mache ich mal einen Kaffee. Typisch, dass er dich vorschickt. Er hat mich nicht vorgeschickt. Hättest du denn mit ihm geredet? Ja, wohl kaum. Siehst du. An deiner Stelle wäre ich wahrscheinlich auch sauer auf Ansgar und ihn. Aber du musst auch Verständnis für deinen Vater haben. Familienangelegenheiten in der Presse sind für ihn ein rotes Tuch. Ja, das ist auch das Einzige, wofür er sich interessiert. Sein guter Ruf. Das stimmt nicht. Er macht sich viel mehr Gedanken um dich. Nach der Aktion ja wohl kaum. Ich bin doch beim ganzen Clan unten durch. Ich bin mir sicher, dass ihr euch wieder vertragen könnt. Sprich noch mal mit ihm. Du bist ihm wirklich wichtig. So. Willkommen zu Hause! Felix! Das fällt mir echt schwer zuzugeben, aber das mit der WG war die beste Idee seit langem. Ja, Mann, sogar ich gewöhne mich langsam dran, aber die Wohnung ist ja auch wirklich der Hammer. Ja, ihr müsst jetzt nicht gleich von mir auf die Knie fallen. Ab und zu mal spülen das keine gut. Hey, jetzt sind wir vollzählig, dann können wir die Küche einweihen. Ich muss sofort zur Uni. Und ich mach die Eisdiele auf. Ja, okay. So wie es aussieht, bleibt die Küche wohl an uns hängen. Sieht so aus. Träumst du noch von heute, ne? Auch? Und davon, wie wir immer zusammen sein können. Sag mal, wie fändest du es, wenn ich hier auch einziehen würde? Hallo. Bist du alleine? Na klar, komm rein. Ist was passiert? Nein. Doch. Ich bin gerade Lars in die Hände gefallen. Er hat mich über dich und David ausgefragt. Ach du Scheiße.
dann ist auch noch Bernds Tochter aufs Schloss gezogen. Das macht alles noch viel komplizierter. Ich habe dieses ständige Versteckspiel so satt. Hey, Süße. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass ich es ohne dich einfach nicht aushalten kann. Aber wer sollte denn was dagegen haben? Also Robin garantiert nicht. Und Lars und Felix könnten wir doch fragen. Du vergisst da deinen Onkel. Der wäre bestimmt begeistert. Den könnte ich bestimmt überreden. Wenn ich Arno verspreche, dass ich die Miete selber zahle, dann... Schatz, hast du plötzlich im Lotto gewonnen? Nein, aber ich habe 2 Hände und Robin braucht immer wieder eine Aushilfe in der Eisdiele. Nico wäre bestimmt auch total begeistert, wenn sie jetzt plötzlich allein bei deinem Onkel hockt. Die hat sich doch eh bald wieder mit ihrem Grafen Papa versöhnt und wohnt bei ihm auf dem Schloss. Aber ich sehe schon, du scheinst ja nicht gerade von meiner Idee begeistert zu sein. Jana. Hör mal, ich bin wirklich gerne mit dir zusammen. Und du kannst jederzeit hier übernachten. So oft du willst. Aber hier einziehen ist eine ganz andere Nummer. Ehrlich gesagt, mir ist das hier einfach zu... Ja, zu eng. Du wolltest doch mal mit mir sprechen? Hast du mir nichts zu sagen? Also, dass ihr Elisabeths Firma kaputt machen wollt, das finde ich immer noch scheiße. Aber kannst du nicht verstehen, dass man einfach mal ausflippt? Doch, das verstehe ich sogar sehr gut. Nico, du bist alt genug, Regeln zu akzeptieren und Verantwortung zu übernehmen. Alle Lahnsteins mussten das lernen. Ich auch im Übrigen. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Für deine Zukunft ist es das Beste, wenn erfahrene Pädagogen deine Erziehung übernehmen. Wovon redest du? Du wirst ab sofort ein Internat in der Schweiz besuchen. Und so geht es weiter. Jetzt warte. Kannst du mir bitte einen Augenblick zu, verdammt Was denn nochmal? noch? Es ist doch schon alles geklärt. Du fühlst dich zu eingeengt und... Seid lieb zueinander, okay? Ich brauche Sie später, wenn es Ihnen recht ist. Ja, vielleicht hat Ihnen Ihr Vater schon das eine oder andere über unser Haus erzählt.